Englisch wird mittlerweile von einem Viertel der Weltbevölkerung gesprochen. Daher ist es auch nicht besonders verwunderlich, dass die Lebenswelt österreichischer Kinder und Jugendlicher zusehends Englisch umfasst. Das betrifft vor allem auch die digitale Welt, die ja mit Hilfe eines Smartphones leicht und schnell für jedermann zugänglich ist. Englischkompetenz ist und bleibt daher essentiell. Sie ist auch vielschichtig und erfordert Flexibilität, was die Sprecherinnen, die meistens nicht muttersprachliche Sprecherinnen sind, und die Bereiche, in denen Englisch angewandt wird, betrifft. Eine wichtige Teilkompetenz in diesem Bereich ist die sogenannte Sprachmittlung. Diese ist für Kinder und Jugendliche in der Zukunft besonders wichtig. Zum Beispiel lernt eine Schülerin einen deutschsprachigen Text über ein österreichisches politisches Thema für eine Person, die kein Deutsch, aber Englisch spricht, zu übertragen. Das heißt, sie kann entscheiden, welche Punkte die wichtigsten sind. Sie weiß, zu welchen Teilen mehr Information gebraucht wird. Sie erkennt Ironie und Humor und Anspielungen in diesem Text und kann entscheiden, ob diese Erklärungen brauchen, übersetzt werden können oder vielleicht weggelassen werden. Die Erstellung dieses englischsprachigen Texts, der schriftlich oder mündlich sein kann, erfordert jetzt viel mehr, als eine Übersetzungssoftware bieten kann. Sie verbindet Wissen über Sprachen, Kulturen und teilweise Sachverhältnisse mit einem guten Verständnis für ihr Gegenüber. Diese Kompetenz ist bereits in den neuen Lehrplänen der Schulen verankert, allerdings kann das Bewusstsein über ihre Bedeutung noch gesteigert werden. Unter anderem durch die Verwendung von Englisch als Arbeitssprache, wodurch auch eine Sprachmittlung mit Sachtexten ermöglicht wird. Ich wäre nicht gern Bildungsministerin, aber was ich für besonders wichtig erachte, ist es, Lehrkräfte zu stärken. Das betrifft vor allem die Berufseinstiegsphase, aber auch die Möglichkeit für Karriereentwicklungen und auch die Bereitstellung zeitlicher Ressourcen, damit Lehrkräfte in ihrem Fach up-to-date bleiben können.